Hello, 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 hello. Hallo, 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 hallo. Good morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Shall we continue? Sollen wir weitermachen? Let's go to 1 Corinthians 13. Gehen wir zu 1. Korinther 13. Nobody's irritated anymore. Keiner ist mehr gereizt. But are you going to be easily offended? Aber fühlst du dich schnell angegriffen? Are you going to be easily offended? Bist du schnell gekränkt? Look, it continues to say, nor is it quick to take offense. Weiter heißt es, und nimmt nicht schnell Anstoß. Do you know, I understood this so many years ago I made a decision. Ich verstand das, also traf ich vor vielen Jahren eine Entscheidung. I signed a blank check. Ich unterschrieb einen Blankoscheck. You need to do that. Das solltest du auch tun. A blank check of total forgiveness towards everybody no matter what they do. Einen Blankoscheck der absoluten Vergebung jedem gegenüber, egal was jemand tut. Listen, my dear friends. Hör zu, mein lieber Freund. Offense, unless it is dealt with quickly, will always mess you up. Ärgernis wird dich immer kaputt machen, wenn du dich nicht schnell darum kümmerst. Because it will do something to your heart that's not worth it having done. Denn es verursacht etwas in deinem Herzen, was du nicht willst. So look what it says. It says it doesn't take quickly offense. Deshalb heißt es, und nimmt nicht schnell Anstoß. Do you know, I've learned a beautiful key that has been very helpful for me. Ich habe einen schönen Schlüssel gelernt, der mir sehr geholfen hat. And it's this. Und das ist, Whatever you do is your problem, has nothing to do with me. was auch immer du tust, ist dein Problem und hat nichts mit mir zu tun. Reinhard, he's so mad at me. Reinhard, er ist so sauer auf mich. Why do you make his anger your problem? Warum machst du seinen Ärger zu deinem Problem? If you are angry at him, then you have a problem. If he's angry at you, that's his problem, not yours. Wenn du dich über ihn ärgerst, ist das dein Problem. Aber wenn er sauer auf dich ist, dann ist das sein Problem und nicht deins. We take offense because we make other people's problems our own problem. Wir fühlen uns schnell angegriffen, weil wir die Probleme der anderen zu unseren eigenen machen. Let people do whatever they want to do. Lass die Leute tun, was immer sie wollen. Never allow it to bring offense to your heart, because if you do, you don't love. Erlaube dem niemals Ärgernis in dein Herz zu bringen, denn wenn du das tust, liebst du nicht. And then it says in verse 6, love joyfully celebrates honesty. Dann heißt es in Vers 6, Liebe feiert voll Freude die Ehrlichkeit. There are very few sins that Debbie will fight more than lying. Es gibt wenige Sünden, die Debbie stärker bekämpft als das Lügen. Debbie does not have much tolerance for people who lie. Debbie hat nicht viel Toleranz bei Leuten, die lügen. Look, if you truly love, you will always celebrate honesty. Wenn du wirklich liebst, wirst du Ehrlichkeit immer feiern. You know, there are so many dishonesties around us all day long, every day. Täglich sind wir den ganzen Tag über von Unehrlichkeit umgeben. You know, marketing is one of the best examples. Marketing ist eines der besten Beispiele. I tell everybody in the ministry, listen, say honestly what's going on. Ich sage jedem in unserem Dienst, sagt ehrlich, was Sache ist. Don't try to tell people something that we are not doing. Versucht nicht, den Leuten etwas zu erzählen, was wir nicht machen. You know, in nice words. Mit netten Worten. Don't do that. Macht das nicht. But look what's very interesting. Es ist sehr interessant. Love actually celebrates honesty. In der Tat feiert Liebe Ehrlichkeit. We had a person that came into our life mentoring. Wir hatten jemand in unserem Live-Mentoring And this person said this. und diese Person sagte, I don't love. ich liebe nicht. I've realized I don't even love anybody. Ich habe gemerkt, dass ich niemanden liebe. So I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich machen soll. And then this person said, right there in the life mentoring in front of everybody, Und dann sagte diese Person im Live-Mentoring vor allen anderen, the truth is I do not even love you, Daniel and Reinhard. in Wirklichkeit liebe ich noch nicht mal euch beide, Daniel und Reinhard. You know, after the mentoring was over, Daniel and me talked about that. Nachdem das Live-Mentoring vorbei war, haben Daniel und ich darüber gesprochen. I mean, that woman sent me a message the next day. Diese Frau schickte mir am nächsten Tag eine Nachricht And she said, I hope I didn't offend you. und sie sagte, ich hoffe, ich habe euch nicht gekränkt. I said the opposite. Ich sagte das Gegenteil. Daniel and me actually celebrated your honesty. Daniel und ich haben deine Ehrlichkeit gefeiert. We really did. Das taten wir wirklich. We were talking like how proud we are of her. She's so honest. Wir sagten, wie stolz wir sind, dass sie ehrlich ist. You know, many times people don't want others to be honest. Oft wollen Leute nicht, dass andere ehrlich sind. But love will always celebrate real, true honesty.
Doch Liebe wird wahre Ehrlichkeit immer feiern. And then he says, and finds no delight in what is wrong. Dann steht und hat keinen Gefallen an dem, was falsch ist. Look, there are so many things today where the right has been made wrong and the wrong has been made right. Heutzutage gibt es so vieles, wo das Richtige falsch und das Falsche richtig geheißen wird. And if you tolerate that, then you don't walk in love. Wenn du das tolerierst, lebst du nicht in Liebe. Think about it. Denk darüber nach. In Brazil, it is very wrong to pay people a minimum salary. In Brasilien ist es sehr falsch, Leuten einen Mindestlohn zu zahlen. So love does not delight in that. Liebe hat keinen Gefallen daran. Recently, I read from a survey Kürzlich las ich eine Umfrage, that said if in Brazil the minimum salary had simply been adapted just to the inflation of Brazil, dass, wenn der Mindestlohn nur schon an die Inflation angepasst worden wäre, it should be almost 3.5 times as much as it is. dann müsste er fast 3,5 Mal so hoch sein, wie er ist. So think about it. Also denk mal, If you hire people wenn du Leute einstellst and they work for minimum salary, that's wrong. If you delight in that, you don't love them. und sie für den Mindestlohn arbeiten, ist das falsch. Wenn du Gefallen daran hast, dann liebst du sie nicht. You know, many times when something bad happens to bad people, we actually think, oh, that's so wonderful, that's so just, they deserve it. Oft, wenn bösen Leuten etwas Schlechtes passiert, denken wir, oh, das ist so wunderbar, das ist nur gerecht und sie verdienen das. That's wrong, Das ist falsch. because revenge is always wrong. Denn Rache ist immer falsch. Verse 7. Vers 7. Love is a safe place of shelter. Liebe ist ein sicherer Ort der Zuflucht. Do you know the church is supposed to be a safe place of shelter? Weißt du, die Gemeinde sollte ein sicherer Ort der Zuflucht sein. How do we know that? Woher wissen wir das? Well, Jesus gave one commandment to his disciples to live after he would leave. Jesus gab seinen Jüngern ein Gebot, nach dem sie leben sollten, wenn er geht. Just love one another. Einfach liebt einander. So the church is supposed to be a place where everybody loves everybody, which means it's supposed to be a safe shelter. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo jeder jeden liebt, was bedeutet, dass sie ein sicherer Zufluchtsort sein sollte. It's very sad Es ist sehr traurig, that I have met more people who got hurt by the church, in the church, than I've met who've got hurt by the world, in the world. dass ich mehr Menschen traf, die von und in der Gemeinde verletzt wurden, als solche, die von und in der Welt verletzt wurden. Now, I'm not saying that this is actually how it is. I'm just saying I have met more. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich so ist. Ich sage nur, dass ich mehr getroffen habe. How come, if the church is supposed to be a safe place of shelter, people leave the church wounded? Wie kann es sein, dass Menschen die Gemeinde verletzt verlassen, wenn diese ein sicherer Ort der Zuflucht sein sollte? Something to think about. Etwas zum Nachdenken. Now let's talk about you and me. Jetzt lass uns über dich und mich reden. Are you a safe place of shelter for people who are wounded? Bist du ein sicherer Zufluchtsort für Menschen, die verwundet sind? If you love, you will be. Wenn du liebst, wirst du es sein. People feel be wonderful, safe around you if you learn to love. Menschen werden sich wunderbar sicher in deiner Nähe fühlen, wenn du lernst zu lieben. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.